Wo bleibt der denn schon wieder? Ich warte und warte. Es sind schon 6 Minuten. Mann. Kennt ihr das? Eure deutschen Freunde sind genervt von euch, weil ihr wieder zu spät gekommen seid. Das ist eines der Dinge, die man in Deutschland natürlich nicht tun sollte. Welche anderen Dinge du auch nicht tun solltest in Deutschland, das erfährst du nach dem Intro. Also, du solltest in Deutschland niemals zu spät kommen. Gut, niemals ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in Deutschland ist Pünktlichkeit sehr, sehr wichtig. Die Leute legen großen Wert auf Pünktlichkeit. Nicht nur bei offiziellen Terminen, wie zum Beispiel ein Termin beim Bürgeramt oder ein Arzttermin, auch private Termine, ein Treffen mit einem Freund oder mit der Familie. Zu allen Terminen solltest du nach Möglichkeit pünktlich erscheinen. Diese Pünktlichkeit zeigt, dass du Respekt vor der Zeit der anderen Person hast. Wenn man zu einer Verabredung oder einem Termin eingeladen ist und man weiß, dass man es nicht schaffen kann, dann sollte man auf jeden Fall Bescheid sagen. Heutzutage kannst du ganz einfach eine WhatsApp-Nachricht schicken oder du rufst schnell an und sagst, hey, entschuldige, ich werde mich wahrscheinlich verspäten, und dann weiß die Person Bescheid. Die Person wird wahrscheinlich auch nicht glücklich sein, aber du zeigst zumindest Respekt, indem du sagst, hey, Entschuldigung, ich komme etwas später, und normalerweise ist das dann auch kein Problem. Ein Problem ist, wenn du nicht Bescheid sagst. Wenn du zu spät kommst und nicht vorher Bescheid gesagt hast, das finden viele Deutsche nicht gut und sie fühlen sich persönlich davon angegriffen. Sie fühlen sich so, als ob du ihre Zeit nicht respektiert hast. Auch im Berufsleben ist Pünktlichkeit sogar noch wichtiger. Hier kann es nämlich schnell passieren, dass man einen schlechten Eindruck macht, wenn man zu spät kommt. Vielleicht sogar öfter zu spät kommt. Ein absolutes Horrorszenario für eine deutsche Firma ist, wenn ein Bewerber zu dem Bewerbungsgespräch oder Vorstellungsgespräch zu spät kommt. Ja, wenn du einen Job haben möchtest, du machst einen Termin bei der Firma und dann gehst du zum Vorstellungsgespräch und du kommst zu spät und du hast nicht vorher Bescheid gesagt, dass du zu spät kommst, das ist normalerweise schon ein Ausschlusskriterium. Das heißt, die Firma sagt, okay, dieser potenzielle Mitarbeiter ist nicht pünktlich, wir können uns nicht auf ihn verlassen und deshalb werden wir ihm nicht den Job geben. Das kann tatsächlich passieren. Sorge also dafür, dass du, wenn du zu spät kommst, immer eine Nachricht schreibst oder anrufst und kurz sagst, dass du zu spät kommst und vielleicht auch, warum du zu spät kommst. Es kann nämlich natürlich passieren, zum Beispiel, wenn die Deutsche Bahn mal wieder streikt oder zu spät kommt. Kein Problem, die Leute haben Verständnis, wenn du mal zu spät kommst, aber du musst Bescheid sagen. Du musst dich nach Möglichkeit vielleicht auch entschuldigen. Damit zeigst du auch Respekt. Und auch ganz wichtig, du solltest es natürlich nicht häufig passieren lassen. Du solltest nach Möglichkeit versuchen, dass es eine Ausnahme bleibt
Und dann ist zu spät kommen auch kein Problem, auch nicht in Deutschland. Was man auch auf keinen Fall in Deutschland machen sollte, ist zu laut in der Öffentlichkeit sein. Im öffentlichen Raum solltest du nach Möglichkeit nicht zu laut sein. In Deutschland legt man nämlich großen Wert auf Ruhe und gegenseitige Rücksichtnahme. Das heißt, dass man auch hier wieder die anderen Menschen respektiert, ihre Ruhe und ihren Komfort. Und ja, besonders in öffentlichen Räumen, wie zum Beispiel in einem Zug oder in einem Bus oder auch in einem Restaurant, generell in öffentlichen Räumen sollte man versuchen, nicht zu laut zu sein, denn ja, es ist nicht üblich, laut Musik zu spielen in der Öffentlichkeit und laute Gespräche am Telefon zu führen. Auch das ist sehr unschön, wenn du das zum Beispiel im Bus machst. Das finden die Leute nicht nett. Sie fühlen sich gestört und nicht respektiert. Und andere Personen zu stören durch Lautstärke gilt in Deutschland als unhöflich. Manchmal machen das Leute, sie spielen laut Musik, gerade heutzutage mit diesen tragbaren Bluetooth-Speakern, also diesen Lautsprechern. Und sie gehen in den Park und spielen sehr laut Musik. Hast du bestimmt schon mal in Deutschland erlebt. In Berlin habe ich das sehr, sehr häufig gesehen. Aber ich fühle mich davon auch ein wenig gestört. Wenn jemand leise Musik spielt und etwas, ja, was nicht so störend ist, also so leichte Hintergrundmusik, da sagen die Deutschen dann auch nichts. Gut, einige vielleicht schon. Ich persönlich würde mich dann nicht gestört fühlen. Aber wenn jemand ganz laut und dann vielleicht auch sehr spezielle Musik spielt, vielleicht Hardcore-Rock oder Hardcore-Techno, das ist dann vielleicht ein bisschen störend für die Leute und sie fühlen sich nicht respektiert. Im öffentlichen Raum solltest du darauf achten, andere Menschen, ja, die Ruhe anderer Menschen zu respektieren. In Deutschland gibt es auch in manchen Gebieten gesetzliche Ruhezeiten. Solche gesetzlichen Ruhezeiten sind normalerweise von 21 Uhr oder 22 Uhr bis 6 Uhr morgens am nächsten Tag, also die ganze Nacht durch. Eine Nachtruhe sozusagen. Zu dieser Zeit sollte man auch nicht in der Wohnung laut Musik spielen oder sich laut unterhalten. Das sind gesetzliche Vorgaben und vielleicht hast du das schon mal gehört. Wenn du in der Nacht zu laut bist, dann rufen die Nachbarn die Polizei. Dann kommt die Polizei zu deiner Wohnung und ja, dann gibt es einen Nachbarschaftsstreit eventuell. Das möchtest du alles nicht. Man sollte immer versuchen, einen Kompromiss zu finden. Also, laut sein in der Öffentlichkeit, keine gute Idee. Auch laut sein in der Wohnung, keine gute Idee. Insbesondere nicht zu den Ruhezeiten, wie zum Beispiel in der Nacht zwischen 21, 22 Uhr und 6 Uhr morgens. Da sollte man aufpassen. Nummer 3. Den Müll nicht trennen. Auch das solltest du nicht machen. Die Mülltrennung in Deutschland ist sehr, sehr wichtig. Die Leute nehmen es sehr, sehr ernst. Es gibt verschiedene Tonnen in Deutschland, wie du vielleicht weißt. Und für jede Tonne gibt es ein bestimmtes Material. Also es gibt eine Tonne für Papier, eine Tonne für Plastik, es gibt eine
Glastonne, es gibt Bioabfall und Restmüll. Und manchmal gibt es, glaube ich, sogar noch mehr Tonnen, aber diese 5 Tonnen gibt es fast in jedem Haus. Und man sollte darauf achten, den Müll richtig zu trennen. Das wird von jedem erwartet, dass das jeder macht. Und in vielen Wohnhäusern, in vielen Wohngebäuden gibt es auch klare Anweisungen, wie man den Müll entsorgt. Also ob man ihn ein bisschen klein machen muss oder ob man ihn, wenn die Mülltonne voll ist, was man dann macht. Es gibt klare Anweisungen und wer seinen Müll nicht richtig trennt oder sich nicht an die Anweisungen hält, der riskiert Ärger wieder mit den Nachbarn oder sogar eine Strafe im schlimmsten Fall, eine Strafe von der Stadtverwaltung. Also dieses Mülltrennen, Recycling, nehmen die Deutschen sehr, sehr ernst. Ihr seht das. Und das richtige Trennen von Müll, dieses Recyceln, das zeigt, dass man sich um die Umwelt kümmert, dass man die Regeln respektiert. Und wenn du das tust, dann finden das die Deutschen ganz, ganz toll, dass du diesen Regeln folgst und die Umwelt respektierst. Umgedreht, wenn du das nicht machst, denken die Leute, diese Person interessiert sich nicht für die Umwelt und hat keinen Respekt. Und das ist natürlich kein guter Start dann in Deutschland. Also wenn du keinen Ärger mit den Nachbarn oder der Stadtverwaltung haben möchtest, dann solltest du auch den Müll richtig trennen. Unser nächster Punkt ist Drängeln und ungeduldig sein. Deutsche legen großen Wert auf Ordnung. Das ist wahrscheinlich schon aus den vorigen Beispielen klar geworden. Deutsche warten geduldig, zum Beispiel wenn sie im Supermarkt in einer Schlange stehen oder wenn sie vor einem Amt stehen und warten, dass sie an der Reihe sind. Sie warten also die ganze Zeit geduldig und man sollte sich immer in dieser Schlange hinten anstellen, immer hinten in der Schlange anstellen und warten, bis man dran ist, bis man selbst an der Reihe ist. Es gilt als sehr unhöflich, wenn man versucht, sich vorzudrängeln in der Schlange oder generell, wenn man versucht zu drängen, wenn man, ich möchte jetzt ran und ja, das mögen die Deutschen überhaupt nicht. Es ist besser, geduldig zu sein, zu warten und sich ganz akkurat in der Schlange einzufinden, sich in der Schlange hinten anzustellen und warten, wie die Schlange langsam vorwärts kommt. Auch in Verkehrssituationen, wie beim Einsteigen in den Bus oder in den Zug, wartet man normalerweise, bis die anderen ausgestiegen sind. Gut, das ist wirklich sehr stadtabhängig. In Berlin zum Beispiel würde ich sagen, dass es, ja, normalerweise warten die Menschen nicht wirklich, bis die anderen Menschen aus dem Zug ausgestiegen sind, sondern sie drängen direkt rein. Trotzdem gilt das als ein wenig unhöflich. Besser ist es erstmal zu warten, bis die Leute ausgestiegen sind und dann, um dann selbst einzusteigen. Das ist höflicher und ja, es ist auch wieder ein Zeichen von Respekt. Wer nämlich drängelt und ungeduldig ist, der kann auch mal missbilligende Blicke ernten. Also die Leute gucken da mal, ach, der drängelt, okay, das ist sehr unhöflich, nicht sehr respektvoll. Und
dann kann man von anderen Leuten als rücksichtslos wahrgenommen werden. Also auch hier gilt wieder, wer geduldig ist, wer andere vorlässt, ihnen ein bisschen Respekt entgegenbringt, der wird höflicher und besser wahrgenommen. Und umgekehrt kann es sein, dass du als respektlos wahrgenommen wirst, wenn du dich in der Schlange vordrängelst oder wenn du versuchst, Menschen ungeduldig zu drängen. Also pass auch darauf auf. In Deutschland ist auch die Privatsphäre sehr, sehr wichtig. Die Privatsphäre wird sehr geschätzt von den Deutschen. Deshalb sollte man immer vorsichtig sein, wenn man persönliche Fragen stellt. Besonders, wenn man die andere Person noch nicht so gut kennt. Da kann eine persönliche Frage schnell ein bisschen aufdringlich wirken. Fragen nach dem Gehalt oder dem Familienstand oder politischen Ansichten sind deshalb in Deutschland tabu. Wie gesagt, besonders mit Menschen, die man nicht sehr gut kennt. Mit seinen besten Freunden oder der Familie kann man natürlich auch über solche Angelegenheiten, über solche Sachen sprechen, aber seid vorsichtig, tastet euch lieber langsam ran, also langsam vielleicht erstmal eine bisschen nicht so private Frage stellen, erstmal allgemeinere und dann Stück für Stück könnt ihr dann privater werden, wenn ihr die Person besser kennt. Aber man sollte nicht sofort, wir sagen, mit der Tür ins Haus fallen. Also nicht zu direkt sein, nicht zu privat, weil die Deutschen sich dann ein bisschen komisch fühlen. Warum fragt mich diese Person so eine persönliche Frage? Das mögen die Deutschen nicht. Stattdessen spricht man am besten lieber über das Wetter zum Beispiel, das Lieblingsthema der Deutschen, das Wetter. Wenn du dich über das Wetter beschwerst, wirst du sofort neue Freunde finden in Deutschland, da bin ich mir sicher. Und auch über die Arbeit oder über Hobbys, über Sport, über solche Dinge unterhalten sich die Deutschen sehr gerne und es ist nicht zu privat und man kann für den Anfang einfache Gespräche führen und später, wie gesagt, kann man auch, wenn man möchte und die Person besser kennt, auch über zum Beispiel Politik oder über das Gehalt oder etwas sprechen, aber allgemein etwas vorsichtig sein mit persönlichen, privaten Dingen. Da sind die Deutschen ein wenig vorsichtig. Also, das waren 5 Dinge, die man in Deutschland nicht tun sollte. Wenn du sie beachtest, dann wirst du in Deutschland wahrscheinlich weniger Probleme haben und deine Nachbarn werden dich mögen und du wirst wahrscheinlich auch leichter Freunde finden, neue Bekanntschaften. Sie werden dir auf jeden Fall das Leben einfacher machen. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, welche Dinge man in deinem Land nicht machen sollte. Das würde mich sehr interessieren. Schreib es also, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ich danke dir, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Vielleicht hast du etwas Neues gelernt. Das würde mich sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und deshalb sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.